Willkommen zu Meine tägliche Routine. Ich bin Anna, eure Gastgeberin. Heute bin ich hier in Berlin unterwegs, um herauszufinden, wie Menschen ihren Tag gestalten vom Frühstück bis zum Feierabend. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich spreche gleich mit ganz unterschiedlichen Menschen. Einem Schüler, einer Büroangestellten, einem Rentner, einer Mutter und noch einem Überraschungsgast. Seid ihr bereit? Dann los geht's. Bevor wir starten, ein kleiner Tipp. Achtet auf die Verben, sie sind im Alltag super wichtig. Hi, ich bin Anna und mache eine kleine Reportage über tägliche Routinen. Hast du kurz Zeit? Klar, gerne. Super, wie heißt du? Ich heiße Lukas. Freut mich, Lukas. Erzähl mal, wie beginnt dein Tag? Ich wache um 6:30 Uhr auf. Erst strecke ich mich im Bett und gähne. Dann stelle ich den Wecker aus und gehe ins Bad. Was machst du im Bad? Ich dusche 5 Minuten, putze die Zähne und kämme die Haare. Manchmal übe ich laut Vokabeln vor dem Spiegel. Welche Fächer magst du in der Schule am liebsten? Ich mag Mathe und Englisch. In Mathe löse ich gern knifflige Aufgaben und Englisch finde ich cool, weil ich später reisen möchte. Wann frühstückst du? Um 7 Uhr gibt's Müsli mit Joghurt und Früchten. Manchmal Rührei von meiner Mutter. Zum Trinken Kakao oder Saft. Hast du ein Lieblingsfrühstück? Ja, Pancakes mit Ahornsirup. Aber das mache ich nur am Wochenende. Wie kommst du zur Schule? Um 7:30 Uhr radle ich los. Bei Regen nehme ich den Bus. Was ist dein schönstes Erlebnis in der Schule? Letzte Woche hatten wir einen Ausflug ins Museum. Das war super spannend. Und nach der Schule? Die Schule endet um 15 Uhr. Zu Hause snacke ich, mache Hausaufgaben und abends spiele ich Fußball oder treffe Freunde. Von Wecker ausschalten bis Fußballspielen, Lukas. Du hast den Schulalltag durchgetaktet. Liebe Zuschauer, startet ihr auch mit Müsli, Power oder seid ihr Team Pancakes? Schreibt's unten. Hallo, ich bin Anna. Störe ich dich kurz? Nein, passt. Ich heiße Maria. Schön, Maria. Wie sieht dein Büroalltag aus? Ich wache um 7 Uhr auf, bleibe kurz liegen, dann dusche ich und ziehe Bluse und Blazer an. Dein Frühstück? Um 7:30 Uhr Brötchen mit Käse und Tomaten, dazu Kaffee. Nimmst du dir Zeit für Nachrichten oder Social Media? Kurz checke ich WhatsApp und E-Mails, aber nicht zu lange. Weg zur Arbeit? U-Bahn um 8 Uhr, 30 Minuten Fahrt. Ich höre gern Podcasts während der Fahrt. Und im Büro? E-Mails, Telefonate, Meetings. Um 12:30 Uhr Lunch in der Kantine. Salat oder Sandwich. Arbeitest du manchmal im Homeoffice? Ja, mittwochs bleibe ich zu Hause. Da koche ich selbst und spare Zeit. Feierabend? 17 Uhr. Dann Fitnessstudio, Freunde treffen oder einkaufen. Was kochst du am liebsten?
Pasta mit Gemüse, schnell und lecker. Abendroutine? Abends lese ich ein Buch oder schaue eine Serie. Schlafenszeit ist um 23 Uhr. Büromeetings, Podcast hören, Fitnessstudio Maria, du rockst Work-Life-Balance. Und ihr, arbeitet ihr lieber im Homeoffice oder im Office? Kommentare, Team Jogginghose oder Team Blazer? Guten Tag. Ich bin Anna, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber gern. Ihr Name? Ich heiße Schulze, Herr Schulze. Herr Schulze, wie beginnt Ihr Tag? Ich stehe gegen 8:00 Uhr auf, öffne das Fenster, mache Kaffee und esse Brot mit Marmelade. Lesen Sie dabei Zeitung? Ja, jeden Morgen die Tageszeitung. Was ist Ihre Lieblingsrubrik? Die Kulturseiten und das Kreuzworträtsel. Spazieren Sie danach? Um 9 Uhr gehe ich eine Stunde im Park spazieren und füttere die Enten. Verabreden Sie sich mit Freunden? Manchmal treffe ich mich mittags mit meinem Freund Paul im Café. Nachmittag? Bibliothek, neue Bücher ausleihen. Zu Hause Musik hören oder Schach mit dem Nachbarn. Welches Buch lesen Sie gerade? Ein Krimi von Agatha Christie, spannend. Abendessen und Schlafenszeit? Gemüse mit Reis. Nachrichtensendungen einsehen und um 22 Uhr ins Bett. Kreuzworträtsel, Enten füttern, Schachspielen. Herr Schulze, Sie sind der Meister der Entschleunigung. Wer träumt auch von so einem aktiven Ruhestand? Hi, ich bin Anna. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, natürlich. Ich heiße Sarah. Sarah, wie geht dein Tag mit den Kindern? 6 Uhr aufstehen beim Kindergeschrei. Frühstück, Brötchen, Obst, Tee für mich, Kakao für die Kids. Kinder anziehen, Rucksäcke packen. Hast du Hilfsmittel, um den Morgen zu organisieren? Ich nutze eine App für To-Do-Listen und den Familienkalender. Kita. 37 Minuten bringe ich die Kleinen zur Kita. Danach Küche, putzen, Wäsche waschen, kurz ausruhen. Mittagessen? Schnellwurst mit Salat oder manchmal bestelle ich eine Lieferung. Zeit für dich? Einmal in der Woche gehe ich zum Yogakurs. Nachmittag mit den Kindern? 15 Uhr und 30 Minuten Kita-Abholung. Spielen, malen, Bilderbuch lesen. Was bastelt ihr gern? Wir machen oft Handabdrücke oder malen mit Fingerfarben. Abendessen und Schlafenszeit? 18 Uhr Abendessen, Kinder ins Bett um 20 Uhr. Nachrichten schreiben, schlafen um 22 Uhr und 30 Minuten. Kinder wecken, Wäscheberge, Yogapausen. Sarah, du managst den Familienalltag wie eine CEO. Eltern, was ist euer Geheimrezept gegen Chaos? Teilt eure Tipps, wir brauchen sie alle. Hi Alex. Ich bin Anna. Du arbeitest hier als Freelancer, richtig? Genau, ich bin Grafikdesigner. Erzähl uns von deinem kreativen Alltag. Ich stehe um 8 Uhr auf, trinke zuerst Kaffee mit Hafermilch. Dann checke ich E-Mails und To-Dos auf meinem Laptop. Was inspiriert dich morgens? Straßenkunst, Instagram-Feeds und Podcasts über Design.
Arbeiten von zu Hause? Oft ja. Vormittags zeichne ich Skizzen oder bearbeite Projekte in Photoshop. Gegen 12:30 Uhr koche ich schnell Pasta. Wie organisierst du deine Projekte? Mit Trello-Boards und Google Drive. So verliere ich nie Dateien. Nachmittag? Ich gehe ins Café, um an Konzepten zu feilen, oder treffe Kunden für Feedback. Ab 16 Uhr Sport, Yoga oder Radfahren. Lieblingsprojekt? Ein Logo für ein nachhaltiges Hotel, das hat Spaß gemacht. Abendroutine? 19 Uhr Abendessen, dann lese ich Blogs oder schaue Tutorials. Um 22 Uhr beende ich den Laptop und gehe schlafen. Trello-Boards, Street Art Inspiration, Yoga-Sessions Alex? Du zeigst, wie Kreativität und Routine verschmelzen. Freelancer, nutzt ihr auch Tools für den Flow? Verratet uns eure Tricks. Wow, so viele verschiedene Tagesabläufe: Schüler, Büro, Rente, Familie und kreative Freelancer. Welche Verben hast du am besten behalten? Schreib es in die Kommentare auf Deutsch. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Abonniere und aktiviere die Glocke, so verpasst du kein neues Video. Bis zum nächsten Mal, tschüss und einen schönen Tag.